gehst? Bei mir auch. Okay. Hallo Piet. Moin. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Ausgestanzt und Ausgefragt. Heute wird's besonders spannend, denn Marion und ich geben euch einen exklusiven Einblick in unsere neue Kreativsammlung, die gerade in den letzten Zügen liegt. Wir plaudern ein wenig aus dem Nähkästchen, erzählen euch, was euch erwartet und wie der Entstehungsprozess so läuft. Viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört, und Jonas und ich reden heute ein bisschen über die Kreativsammlung. Und die Kreativsammlung haben wir uns vor sehr langer Zeit schon mal überlegt, und wir sind jetzt dabei, die dritte Plattform zu machen. Die erste Plattform, die war ganz nett. Die war schon ganz okay. Dann haben wir Timo gehabt als Entwickler. Der hat uns was ganz Tolles Neues zusammengebaut. Der kann leider das Ganze nicht vollenden, und deswegen müssen wir nochmal neu starten. Und das ist natürlich auch die Möglichkeit zu gucken, was kann man nochmal anders und was kann man neu und schöner und besser und toller machen. Also falls ihr unsere Kreativsammlung nicht kennt, dann schreibt uns auch gerne dazu, falls ihr euch die jetzt anguckt. Ihr findet die unter kreativ-sammlung.de. Und wenn ihr noch Ideen dafür habt, dann immer her damit. Jonas, ich bin dir so dankbar, dass du dich so doll darum kümmerst. Du hast da schon so viele Stunden in die Kreativsammlung gesteckt, und das ist so ein tolles Portfolio an Ideen. An Werken, genau, Ideen vom Designteam, Inspiration, aber auch solche Sachen wie Wissen und Anleitung. Also wenn ich mal nicht weiß, ich habe gar keine Idee, was soll ich denn heute mal an meinem Basteltisch machen? Da sind alleine über 100, also 101 Anleitungen drin. Und von Mona sind auch 182 Videos drin. Und auch die hat ja immer ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Ja, also es gibt auf jeden Fall genügend Inspiration. Und jetzt bedeutet das Ganze nämlich in eine neue Form gießen. Genau. Also ich bin jetzt schon seit Anfang des Jahres im Prinzip dabei, die neuen Werke des Designteams schon mal so als Startportfolio, nenne ich es jetzt mal, herzunehmen, um die neue Kreativsammlung auch mit Leben zu füllen. Weil egal wie schön das Grundgerüst ist, das Wichtige ist natürlich der Inhalt, der da präsentiert wird. Und das sind unter anderem Themeninspirationen, also auch so wie jetzt bei der aktuellen Kreativsammlung, dass halt nach einem bestimmten Thema gesucht werden kann. Heißt, ich sitze daheim und muss bis morgen um 12 Uhr mittags eine Geburtstagskarte basteln, weil irgendjemand spontan eingeladen hat, und ich sitze da und ich habe keinen blassen Schimmer, mit welchen Materialien kriege ich jetzt innerhalb von so kurzer Zeit unter Stress eine schöne Karte hin. Vielleicht auch noch in der Farbe, die mir gar nicht liegt, aber das Geburtstagskind steht halt total auf Lila. Und ich benutze kein Lila, weil Lila der letzte Versuch ist und keine Ahnung. Also man findet halt wirklich Ideen zu Karten oder auch zu Verpackungen oder auch zu Layouts, zu allem, was man prinzipiell halt basteln kann mit Papier und Stempeln und Stanzen. Ja, und das ist echt beeindruckend, wie viele Werke da eben drin sind. Also wenn man auf die Kreativsammlung unsere Werke und dann nach Themen geht, dann hast du es ja schon so schön thematisch sortiert. Und da hast du ja alleine 2069 Werke in Geburtstag drin. Also Ja. wer... Also da findet man auf jeden Fall irgendetwas. Genau. Und der Vorteil jetzt bei der neuen Kreativsammlung, das wird hauptsächlich aktuelle Werke widerspiegeln. Also ich habe jetzt nicht alle alten Sachen mit rübergenommen, sondern ich habe wirklich jetzt ab Januar angefangen, die aktuellen Sachen mit den aktuellen Produkten halt einzupflegen und auch in den Shop zu verlinken und halt hübsch darzustellen über die Kreativsammlung und auch eben mit der entsprechenden Sortierung, die wir gerade schon angesprochen haben. Aber die alte Kreativsammlung geht nicht verloren. Also auch wenn man ein Produkt von vor 7 Jahren zu Hause hat, was mittlerweile im Shop gar nicht mehr verfügbar ist. Man braucht aber eine Inspiration, kann man in der alten Kreativsammlung, in dem Archiv noch wühlen und suchen, ob man eine entsprechende Idee findet zu diesem uralten Produkt.
Also das wird verlinkt sein in der neuen Kreativsammlung, dass man die Möglichkeit hat, eben auch auf die ganz alten Werke noch zuzugreifen. Ich bin da auch gerade drin. Ich weiß, dass wir immer Probleme hatten mit der Suche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stempelset habe. Also die Suche ist tatsächlich auch immer noch leider Gottes einer der Punkte, der einfach technisch für uns nicht perfekt umzusetzen war. Auch in der neuen Kreativsammlung tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, wer von den Zuhörern gegebenenfalls ein Background hat, was Webseiten, Programmierung oder Nutzung von solchen Baukastensystemen in irgendeiner Form, wer da Erfahrungen mitbringt. Ich müsste für jedes einzelne Produkt, was wir im Shop haben, eine Seite anlegen und in dieser Seite jedes Mal für jedes Produkt jeden einzelnen Artikel einpflegen. Heißt, wir hätten dann am Ende irgendwie 15.000 Seiten, damit die Suche nach diesem Stempelset wirklich ausspuckt, was gewünscht ist. Das ist unrealistisch. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir haben einmal die Themenunterteilung. Heißt, wenn man weiß, okay, Meerliebe, das ist ein maritimes Set, heißt, ich gehe auf jeden Fall schon mal auf die maritime Sparte. Dann kann ich da schon mal durchschauen. Wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, findet man mit Sicherheit entsprechende Inspirationen zu diesem Stempelset. Alternativ, wenn man weiß, okay, Meerliebe, irgendwer hat mal gesagt, das ist ein voll tolles Produkt von Kreativdepot. Ich weiß, das ist ein Stempelset. Dann kann man zumindestens also in der neuen Kreativsammlung, über die Suche rein nur nach Stempelsets suchen. Dann hat man da schon mal eine kleine Begrenzung drin. Ist nicht ideal, ist uns auch bewusst, ist aber nicht anders machbar. Also zum Teil sind da ja auch wirklich, ich habe jetzt hier von Rue Time for Paper ein Bild auf, da haben wir ja einmal die Outline, also die Quadratstanze gestitcht, dann haben wir einen Stern, der gestitcht ist, wir haben das Designpapier, wir haben den Stempel mit Outline-Stanze und dann haben wir noch eine extra Verpackung. Das sind ja auch echt viele Sachen da drauf. Ja. Da können wir ja so ein bisschen auf KI hoffen und bauen, dass KI uns irgendwann da mal hilft und Das wäre da die super, Suche ja. vereinfacht. Aber in den letzten 10 Jahren war das ja immer so, dass die Suchfunktion immer irgendwie das Problem war. Ja, Wahrscheinlich, weil sie immer. einfach auch so pflegeintensiv ist. Ja, nicht mal das Pflegeintensive. Das Problem ist halt wirklich, das ist zu viel. Also, wie gesagt, wenn du jetzt das Beispiel von Ruths Karte nimmst, das sind irgendwie 7 Produkte, die da benutzt wurden. Heißt, für ein Bild wären das schon mal 7 Seiten plus die Einsortierung in der Themenrubrik plus der Einordnung in die Stempelkategorie, in die Stanzenkategorie, in die Papierkategorie. Es ist einfach zu viel. Also dann wird die Seite 20 Minuten brauchen, um ein Bild zu laden. So viel Traffic also das funktioniert einfach nicht. Also nicht mit dem System, was wir nutzen. Und es muss halt, so schade es ist, wäre natürlich super, wenn man ein perfektes Produkt anbieten könnte, aber es muss halt immer noch realistisch sein, das Ganze auch halbwegs aktuell zu halten immer. Und deswegen kann man da nicht pro Bild 30 Stunden reinsetzen. Also 30 ist jetzt übertrieben, aber du weißt, wie ich es meine. Also man muss auf dem Boden bleiben, was machbar ist. Und das ist dann halt einfach ein Zusatzangebot, dass man halt schauen kann, okay, das ist halt, also am perfektesten finde ich die Kreativsammlung wirklich, wenn man so ein bisschen ideenlos ist, was man halt für eine Dankeskarte machen möchte oder was man für eine Karte zur Kommunion vom Neffen machen möchte. Und dass man dann hingeht und sagt, okay, das finde ich schick, ich schaue mir das jetzt an und ich lasse mich von diesem Werk inspirieren und ich gucke vielleicht noch mal rum in der Anleitung. Vielleicht ist irgendwie eine besondere Kartenform noch da, die ich toll finde. Die Anleitungen sind alle gratis, also die werden alle kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also das ist halt einfach, man muss es als das nehmen, was es ist, ein Zusatzangebot, vollständig kostenfrei, was einfach nur helfen und erfreuen soll, dass man sich in seiner Kreativität einfach noch weiter austoben und auch mal neue Sachen testen kann.
Wir werden in der neuen Kreativsammlung beispielsweise auch einen Punkt haben mit Kurzanleitungen, aber nicht Kurzanleitungen zu bestimmten Produkten, also jetzt zu einem bestimmten Stempelset oder einer Stanze oder so, sondern Anleitungen zu Techniken. Also wie maskiere ich? Wie benutze ich eine Schablone richtig? Wir werden kurze Materialkunde-Videos nach und nach dazu nehmen. Da ist momentan Jule von Button Reels bei, da was für mich zu basteln oder vorzubereiten, wo dann beispielsweise, wie benutze ich einen Acrylblock? Also auch so diese Basissachen. Wir wollen da zukünftig wirklich für im Prinzip jede aufkommende Frage eine kurze, knappe Antwort bereithalten. Und das finde ich persönlich so wertvoll, weil ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe zu basteln. Das ist zwar jetzt schon gefühlt ein halbes Leben her, aber ich weiß, ich habe mir ein Stempelset gekauft von irgendwo und Papier. Und dann saß ich zu Hause und dachte mir, ja, und wie kriege ich das jetzt aufs Papier? Weil Klein Younes wusste nicht, dass man einen Acrylblock braucht. Heißt, ich saß dann da und habe einen Teller genommen und habe das versucht, mit einem Teller abzustempeln, was eher so semi funktioniert hat. Also das sind so, da wird halt alles irgendwann dann zu finden sein. Dass man nicht mehr lange suchen muss, sondern man hat so eine Seite, wenn man irgendwie eine Frage hat und man kann auf einer Seite einfach schauen, finde ich eine Antwort. Und unser Wunsch und unser Plan ist es, dass das zukünftig der Fall sein wird. Also, dass man einfach, egal wie abstrus die Frage ist, also gut, also es muss immer noch halbwegs logisch sein, dass sowas mal erfragt wird. Aber wenn es eine Frage ist, die so in unserem Kosmos aufkommen könnte, möchten wir dafür eine Antwort haben. In so einer kleinen 2, 3 Minuten Video-Antwort. Das hört sich an nach einem richtig tollen Bastel-Wiki, finde ich eigentlich. Wie so ein Wikipedia für Bastler. Ja, genau. Und es gibt eigentlich keine Frage, die es nicht gibt. Also, meine Familie hat mir mal eine Menükarte gebastelt und die haben mit meiner Stanzmaschine gestempelt. Weil für meinen Mann klar war, da steht eine Maschine, dann ist sie zum Stempeln da. Dass die für Stanzen ist, das war ihm nicht klar. Aber woher soll das auch wissen? Also er hat mir da ja nicht wirklich zugeguckt. Ja. In der alten Kreativsammlung finde ich, da sind auch noch so tolle Anleitungen drin, wie Samtprägen zum Beispiel. Da könnte man eben auch nochmal überlegen, ob Jule das vielleicht auch noch als Video umsetzen kann. Ja. Denn das bewegte Bild ist ja doch spannender manchmal. Ja, es ist auch einfacher, finde ich. Also Das ich stimmt. persönlich bin schon eher so der visuelle Typ. Wenn ich etwas mal gesehen habe, kann ich mir das besser vorstellen und kann das auch besser nachmachen, als wenn ich mir nur irgendwie einen Text durchlese und mir ein Foto anschaue. Vielleicht, Das stimmt. das ist, glaube ich, auch einfach so die moderne Art des Lernens, wollen wir es so nennen, mit so Kurzvideos. Auf jeden Fall. Also, wenn man so überlegt, was wir uns heutzutage alles für Videos so reinziehen, aber wie viel Wissen man da auch mitnimmt und manchmal sind es ja auch nur so kleine Lifehacks, und wenn du es in der Kreativsammlung genauso abgebildet bekommst und wenn man sieht mit dem Designteam, wie viel Wissen wir da ja haben und jeder hat ja noch hier einen kleinen Trick und hier einen kleinen Kniff und wenn die über den Weg weitergegeben werden, ist es ja für uns alle ein ganz großer Mehrwert. Und wie gesagt, der Wunsch von mir oder von uns ist es ja auch, dass die Kreativsammlung wirklich so die erste Anlaufstelle wird. Die erste Anlaufstelle, wenn man irgendwie eine bestimmte Idee für irgendeine Karte für Anlass X braucht oder wenn man eine Anleitung haben möchte, aber nicht unbedingt irgendwo eine Anleitung kaufen möchte. Hat alles Vor- und Nachteile. Also ich finde auch, es ist nicht verwerflich, eine Anleitung nicht kostenfrei zur Verfügung zu stellen, wenn da halt unglaublich viel Arbeit reingeflossen ist. Aber bei den Anleitungen, die jetzt hier in der Kreativsammlung kostenfrei angeboten werden, sind halt meistens Anleitungen, die schon in irgendeiner Form vom Designteam mal rausgegeben wurden. Auf einem Blog oder auf Insta oder auf Facebook.
Die werden hier im Prinzip dann einfach nur gesammelt. Und genau das Gleiche ist dann halt später bei den kürzeren Anleitungsvideos und Erklärvideos. Es ist halt einfach, dass die Kreativsammlung eine Stelle ist, wo man einfach hingeht, die man sich gut abspeichern kann und wo man vermutlich einen Hauch schlauer dann wieder rausgeht. Bis zum nächsten Mal, wenn man irgendwas anderes braucht. Ein bisschen inspirierter auch rausgeht. Kannst du schon abschätzen, wann die neue Kreativsammlung online geht? Also ich bin jetzt aktuell dabei, halt einfach regelmäßig Inhalte, also Bildinhalte einzupflegen und den Podcast einzupflegen. Also der wöchentliche Podcast, der wird auch in einem Player hier verfügbar sein über die Kreativsammlung. Heißt, wenn man nach was sucht, kann man sich währenddessen auch noch beschallen lassen, was ja auch ganz nett ist. Ohne Anmeldung bei Spotify oder sonstigem, sondern einfach mit einem kleinen Klick. Angesetzt ist ungefähr Anfang August. Ich denke, dass das sehr, sehr realistisch ist. Im Moment ist Jule, also wir haben schon die Ideen so für die ersten 20, 30 Videos ungefähr besprochen. Und sie ist jetzt gerade halt aktuell dabei, sich Zeit frei zu schaufeln, um mir diese Videos eben auch zu drehen. Und die kommen nach und nach. Ich hoffe aber sehr, dass wir zum 1.8. zumindest schon mal so ein, ja, so ein kleines Startsammelsurium haben an Materialkunde und Technikvideos. Für alle, die uns jetzt zuhören und Sie haben jetzt Ideen oder Gedanken, die Sie uns mitteilen wollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an huhu@kreative-depot.de oder falls ihr mit uns per WhatsApp verbunden seid, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns einfach eine WhatsApp schickt. Genau, also wenn irgendwie Wünsche sind, welches Material oder welche Technik ganz besonders gewünscht wären, gerne einfach kurz Bescheid geben und dann gebe ich das Ganze dann an Jule weiter und wir schauen, was wir da machen können. Wird aber auch immer weiter gepflegt werden. Also der 1.8. ist halt so der Startschuss für die neue Kreativsammlung. Die alte Kreativsammlung bleibt, wie gesagt, erhalten in abgespeckter Form, dass man zumindest diese ganzen Karten und Verpackungsideen und so weiter alle noch sich anschauen kann von damals. Und die ganzen Videos, die geplant sind, die dauern halt einfach Zeit in der Vorbereitung. Also da ist Jule, wie gesagt, jetzt dran. Und immer wenn ein neues drin ist oder fertig ist, würde ich das Ganze halt dann auf der Kreativsammlung einpflegen, dass das nach und nach wächst. Immer wieder neuer Content sozusagen. Naja, es kommt ja auch immer so viel toller neuer Content von Kundinnen oder von Kunden oder von Designteam dazu. Das ist ja klar, das wird ja immer mehr und immer mehr. Toll ist natürlich, wenn wir diesmal ein bisschen länger die Technik nutzen können, so dass du dich nicht irgendwie in, weiß nicht, 2 Jahren da wieder neu dran setzen musst. Ne? Das wäre ganz wirklich schön. toll. Vor allem das Ganze ist natürlich auch wirklich zeitaufwendig. Also es ist ja nicht einfach nur, ich lade da 10 Bilder hoch, sondern ich lade dann eher 1000 Bilder hoch. Und da muss jedes Mal ein Link rausgesucht werden in den Shop. Da muss jedes Mal verteckt werden, um was es sich handelt. Ich mache es sehr, sehr gerne. Aber ich wäre sehr froh, wenn ich es nicht noch ein 4. Mal machen müsste. Naja, aber dann weißt du auf jeden Fall, es wird für dich bei uns nicht langweilig Das werden. stimmt. Bei der Kreativsammlung, also wir hatten ja gesagt, die Themeninspiration, das ist einer der ganz, ganz großen Punkte. Dazu die Anleitungen und die Videos. Was man nicht vergessen darf, weil es ja als Anlaufstelle so für alles gelten soll. Ich hatte gerade schon einmal kurz den Podcast angesprochen. Der wird eine eigene Unterseite bekommen. Das Archiv wird eine eigene Unterseite bekommen. Und natürlich wird auch der Blog, der Newsletter und die anderen Socials entsprechend vermerkt werden. Mario und ich hatte mir überlegt, vielleicht wäre es auch ganz praktisch, wenn wir so eine Art Übersichtsseite für die existierenden WhatsApp-Kanäle hinterlegen, dass man sich auch da direkt informieren kann, so was gibt's überhaupt für WhatsApp-Gruppen? Weil also ich persönlich, also ich, Younes, bin immer so ein bisschen überfragt, so was gibt's denn jetzt eigentlich?
Also ich bin schon in einigen Gruppen, aber es gibt so viele Gruppen. Vielleicht wäre es ganz cool, wenn wir uns überlegen, dass wir da auch noch eine Seite hinterlegen. Die Idee ist richtig gut. Das Problem dabei ist, dass du den Link für die WhatsApp-Gruppe dann online stellst. Und es gibt immer Crawler, die einmal durch das ganze Netz fegen und sich irgendwelche Sachen raussuchen. Und dann hast du irgendwelche Spammer da drin, die dann in die Gruppen mit reingehen. Klar, Christiane schaltet die Teilnehmer immer frei. Aber wenn da eine ganz neue Nummer kommt, dann kann sie es ja nicht so richtig eruieren und manchmal muss sie da einfach auf gut Glück jemanden freischalten. Und dann hast du da irgendwie so einen Spammer drinne, der dir dann irgendwelche Fotos da hochlädt, die du nicht haben willst. Das haben wir früher schon mal gehabt. Deswegen, da können wir nochmal mit Christiane zusammen irgendwie in Dialog gehen und schauen. Aber ansonsten finde ich die Idee richtig gut, weil es sind ja mittlerweile so viele WhatsApp-Gruppen, die auch so viel Positives schon bewirkt haben, dass es natürlich toll ist, wenn sich alle das angucken können. Ja, können wir auch noch mal schauen. Mit dem Techniker noch mal reden vielleicht. Gibt es da eine Möglichkeit, so einen kleinen Login-Bereich machen oder irgendwie sowas in der Richtung, wo so etwas privatere Sachen drinstehen? Ich glaube, es ganz schön wäre, wenn man auf der Kreativsammlung auch so eine Übersicht hat mit, wo findest du uns überall, weil wir ja schon auf so vielen Plattformen unterwegs sind. Und was hältst du von der Idee, wenn man auch da eine Übersicht hat zu den Lagerfeen-Videos, also Lagerfeen-Schnack? Prinzipiell müsste das machbar sein, ja. Also ich habe ja jetzt auch angefangen wann waren das? Vor 2 Monaten ungefähr oder vor 3 Monaten, den Lagerfeen-Schnack auch neben YouTube auf Spotify hochzuladen und zu hinterlegen. Und von dort aus ist es auf jeden Fall gar kein Problem. Und ich weiß, wir haben vor längerer Zeit schon mal darüber geredet mit Spotify, aber ich habe mir das gestern erst wieder angeguckt und deswegen habe ich es gestern auch in meiner Instagram-Story geteilt. Und ich bin ja ein ganz großer Spotify-Fan, weil du hast ja alles da drauf. Du hast deine Musik drauf, du hast Hörbücher da drauf, du hast Podcasts da drauf. Und jetzt hast du auch deine Videos da drauf. Deswegen diesen Lagerfeen-Schnack auf Spotify, ich finde das so eine tolle Sache. Ist halt schön für unterwegs. Das ja, ist irgendwie, du hast so viel in der Tasche. Ist es praktischer, als immer bei YouTube suchen zu müssen und dann wird man irgendwie abgelenkt und dann hat man irgendwie sein ganzes Datenvolumen verbraucht. Deswegen, also man kann ja auch bei Spotify tatsächlich wählen, möchte ich es mit Video angezeigt bekommen oder reicht mir das Audio? Wenn man halt gerade in der Bahn ist und sich sagt so, nee, ohne WLAN finde ich das mit Video nicht so toll. Aber ich will hören, was kommt, dann kann man halt schon mal reinhören und kann dann zu Hause ganz gemütlich beim Kaffee das Video noch nachholen. Also kann man sich ja auch durchaus mal zweimal anschauen. Das ist ja nicht das Problem. Und weil du das Datenvolumen schon angesprochen hast, du kannst es dir ja auch zu Hause eben kurz, wenn man morgens aufsteht, kurz runterladen. Kannst du natürlich auch bei YouTube. Ist auch immer die Frage, ist man ein YouTuber oder nicht? Meine Kinder gucken nur YouTube und dafür irgendwie fast gar kein, oder eigentlich gucken sie kein Fernsehen, sondern gucken sich ganz viele Sachen bei YouTube an. Und YouTube ist nicht so richtig meine Plattform. Dafür liebe ich eben Spotify, ne? Aber so hat ja jeder seine Vorlieben. Ich glaube, ich bin irgendwie so gefühlt überall unterwegs, aber überall auch nicht viel. Also ich habe immer nur so ein paar spezielle Sachen und da gehe ich dann wild durch alle Kanäle, die mir bekannt sind. Guck, und wenn wir dann eine Übersicht haben, auf welchen Kanälen spielen wir denn überall noch mit? Das wäre ganz cool auf der Kreativsammlung, glaube ich. Also was auf jeden Fall auch da sein wird, ist einmal die Design-Team-Vorstellung. Also wir haben ja im Shop schon angefangen, diese hübschen Bildchen zu machen. So mit, was sind meine Lieblingsfarben und was ist mein Lieblingsprodukt und was macht mich aus. Und das Ganze wird auch in der Kreativsammlung hinterlegt sein. Der Blog wird hinterlegt sein. Wir haben ja den Inspirations-Newsletter, der natürlich thematisch zur Kreativsammlung prima passt. Da ist auch dann die entsprechende Anmeldung nochmal zusätzlich hinterlegt. Ansonsten, wie Marion schon sagte, ich nehme jederzeit gerne noch Anregungen entgegen. Ich bin auch bereit, alles, was möglich ist, einzupflegen und einfach mal zu schauen, ob es genutzt wird. Deaktivieren kann man immer noch. Das ist also alles so ein bisschen Try and Error. Es muss halt realistisch sein.
Was halt toll wäre, wenn man irgendwie eine Karte anklickt und bekommt eine Liste angezeigt, welche Produkte sind alle genutzt worden, kriege ich nicht hin. Also das ist einfach too much. Das kommt, wenn KI gut implementiert ist. Genau, genau. Das ist die Hoffnung. Ist ja auch nicht ganz unrealistisch. Nee, wir haben jetzt schon Also, häufiger mit einem KI-Fachmann gesprochen. Da ging es aber hauptsächlich eben um den Shop. Also da geht es ja wirklich rasant weiter in der Entwicklung. Deswegen glaube ich auch, am Ende ist da vieles möglich. wir setzen uns mal in 5 Jahren zusammen und rekapitulieren mal, was wir jetzt heute gesprochen haben in 5 Jahren. Und ich wette mit dir, erstens, wir werden eine neue Creative-Sammlung haben. Ja. Und zweitens, es wird komplett anders sein. Also ich glaube, dass sich wirklich jetzt in den nächsten, vielleicht noch nicht in den nächsten 2 Jahren, aber in den nächsten paar Jahren wird sich eine ganze Menge verändern. Da bin ich mir fast zu 100% sicher. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich bin da Ja. sehr, sehr neugierig. Ich würde jetzt gerne einmal ganz kurz in die Zukunft schon mal springen und uns zugucken, wie wir uns den Podcast von heute nochmal wieder anhören. Ja, eigentlich müssen wir das dann fast mit Bild machen, damit man auch die Mimik und Gestik mitbekommt. Ich glaube, Also, dann ist Podcast schon wieder totale Normalität, dass es mit Video ist wahrscheinlich, ne? kann sein, ja. So mit ganz gechillt, irgendwie in einem separaten Raum, mit einer Tasse Kaffee und mit einer Katze auf dem Schoß. Und Zoe bringt uns dann regelmäßig einen Keks. Also Zoe ist meine Tochter. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Das stimmt. Cookie habe ich dabei, der ist dann schon ein etwas erwachsenerer Hund als jetzt. Ja, Filou ist dann ein Katzenoper. Das kriegen wir schon hin. Und 5 Jahre gehen so schnell vorbei, ne? Ja, überleg mal. Also Wie lange bist du jetzt bei Kreativdepot? seit 7 Jahren? Das ist, Ich glaube 7 Jahre. ja, und wie schnell sind auch 7 Jahre rumgegangen, ne? Ja gut, ich war ja ein Jahr, war ich ja sozusagen nicht ganz da, Doch, eigentlich schon. wegen Babymaus. Aber ich war gedanklich immer bei euch. Naja, aber wir haben ja auch immer mal wieder miteinander gesprochen, deswegen, also ein Teil von uns warst du auf jeden Fall. Und die Kreativsammlung hat die ganze Zeit immer schon mit den Hufen geschart. Jonas, komm, mach mich neu. Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin dran und wenn am 1.8. hier Weihnachten anschlägt und läutet, dann ist auch direkt schon die Kreativsammlung mit drin oder mit dabei und möchte auch Aufmerksamkeit. Und wächst und gedeiht dann vor sich hin. Wir haben ein paar Kategorien, die auch schon gut gefüllt sind. Ein paar sind natürlich jetzt aktuell noch ein bisschen mau. Jetzt sowas wie Herbst, weil wir hatten halt jetzt noch keinen Herbst. Also ich habe noch keine neuen Bilder für Herbst und alte Bilder reinladen macht halt jetzt auch keinen Sinn, weil der nächste Herbst kommt bestimmt. Und ja, also ich freue mich. Ich denke, die wird wirklich sehr, sehr schön ausschauen und wir haben auch optisch so ein kleines bisschen das Ganze modernisiert. Ich persönlich empfinde es als sehr, sehr übersichtlich. Es passt optisch super zum Shop und zum Blog und ich habe schöne Bildchen gemacht, damit man sich auch Bildchen anschauen kann für die Kategorien. Also ich denke, das ist schon eine gute Sache. Und wie gesagt, jetzt halt auch wieder mit steter Aktualisierung. Weil das Schlimmste bei solchen Sachen ist für mich immer, wenn man sowas hat und dann keine Zeit oder Leute hat, um sich drum zu kümmern. Das ist immer so tragisch. Dann denkt man so, oh, da ist schon so viel Arbeit reingeflossen und dann steht es still. Und Stillstand ist nicht cool. Nein, nein. Nee, aber Stillstand ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich über unseren Köpfen sehe. Sondern wir sind ja stetig in Bewegung. Nur manchmal auf sehr vielen Plätzen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dich so intensiv darum kümmerst. Und dass wir da wieder eine tolle neue Kreativsammlung kriegen. Das ist schon richtig schön. Ja. Und wie gesagt, wenn in irgendeiner Form Wünsche da sind, schreibt sie uns. Per Mail, per WhatsApp, per Instagram. Hauptsache, es kommt in irgendeiner Form an und wir schauen einfach, was da realistisch umsetzbar ist und machen einfach das Beste draus. Und ich glaube, dass das richtig gut wird.
Ich auch. Und es sind keine 8 Wochen mehr. Dann startet die neue Kreativsammlung und Weihnachten. Das ist schon unglaublich. Das Jahr hat gerade erst angefangen. Und ich habe gefühlt doch gar keinen Sommer gehabt irgendwie. Nee, irgendwie nicht. Also hier regnet es ganz doll. Ja, also, hier auch. Schauen wir mal, was noch an den Sommer kommt. Schauen wir noch mal, wie schnell denn Weihnachten da ist. Ne? Schauen wir mal, hä? Und zack, ist wieder ein Jahr vorbei. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich Sehr, auf sehr alles, gerne. was da kommt. Danke, dass du da bist. Das ist echt toll. Und danke, dass ihr zugehört habt. Einen schönen Dann Sonntag euch. Schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.